Wahrscheinlich sogar viele Münchner glauben, dass die U-Bahn wegen der Olympischen Spiele gebaut wurde. Tatsächlich begannen die Planungen Ende der 50er Jahre und der erste Spatenstich für die U6 vom Harras nach Kieferngarten erfolgte am 1. Februar 1965. Als dann aber die Spiele an München vergeben wurden, wurde vor 56 Jahren, am 16. Juni 1966, beschlossen, die U-Bahn-Linie 3 zum Olympiazentrum zu bauen. Dafür wurde der Teil Harras bis Goetheplatz zunächst auf Eis gelegt. Auf der anderen Seite der U6 ging das nicht, da die U6 dort hinter der Station Alte Heide an die Oberfläche kommt und hinter dem Kieferngarten bei der heutigen Station Fröttmerning das Depot, die technische Basis und das Ausbesserungswerk geplant waren. Die ersten Planungen gehen zurück auf 1908 und 1925 und ein erster Bauabschnitt geht sogar viel früher, 1941, in der Zeit des Nationalsozialismus zurück mit den Bahnhöfen Goetheplatz und Implerstraße. So wurde dann für die Olympischen Spiele der 4 Kilometer lange Abzweig ab der Station Münchner Freiheit über Bonner Platz, Scheidplatz, Petuelring zum Olympiazentrum gebaut. Diese Strecke wurde pünktlich am 8. Mai 1972 eröffnet und hatte ihren Einstand am 26. Mai 1972 zur Eröffnung des Olympiastadions. Aber wie gesagt, bereits am 19. Oktober 1971 war die U6 eröffnet worden. Über der Station Olympiazentrum war früher ein Busbahnhof. Ich bin da immer mit dem 184er zur Schule gefahren. Der Bahnhof ist direkt am Olympischen Dorf und auch ganz nah zum Olympiagelände. Die Wagen vom Typ A der alten Bauform sind immer noch in Betrieb. Die roten Stromabnehmer greifen von unten in die Stromschiene. Die Türen öffneten noch einzeln und jeweils 2 Wagen wurden zu einer Garnitur, die 37,5 Meter lang ist, zusammengekoppelt. 3 solche Garnituren können maximal zusammen auf den 120 Meter langen Bahnsteigen halten. Typ B hat optisch nur eine andere Front. Die 2, 4 und 6 für die Halteplätze sind noch da. Die Stationen liegen oft höher wie die Tunnel. Damit nutzt man die Schwerkraft zum Beschleunigen und Bremsen. Später kamen Wagen vom Typ C dazu, die komplett durchgängig sind. Typ C2 unterscheidet sich nur noch etwas in der Form durch farbige LED-Leisten an den Türen und Monitore innen. Die schönste der 100 Bahnstationen ist zweifelsfrei Königsplatz unter den Pinakotheken.
Auch die S-Bahn wurde schon vorher geplant. Alle S-Bahnen fahren auf einer Stammstrecke in mörderischem Takt. Damit das gelingt, wird die spanische Lösung praktiziert. Einsteigen und aussteigen auf verschiedenen Seiten. Am Marienplatz sind die S-Bahnen der unterschiedlichen Richtungen sogar auf unterschiedlichen Etagen. Und ganz unten die U-Bahn. Hier ist eine der längsten Rolltreppen Münchens.